Wäre es nicht schön, wenn Sie zu hohen Spread vermeiden könnten und Ihr System nur dann tradet, wenn der Spread geringer ist? In diesem Video werden wir uns anschauen, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video erstellen wir einen Expert Advisor, der auf der Grundlage des Spreads und der Preisbewegung der letzten Kerzen handelt. Schauen wir uns an, wie das geht. Zuerst starten wir den Meta-Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Wir fügen die Trade-MKH-Bibliothek hinzu, die Handelsfunktionen bereitstellt. Wir erstellen eine Instanz der cTrade-Klasse namens Trade. Außerdem definieren wir einen Benutzeringabe-Parameter MaxSpreadAllowed, der den maximalen Spreadwert festlegt, der für den Handel zulässig ist. In der Funktion OnTick beginnen wir mit der Berechnung des Ask-Preises mit Hilfe der Funktion SymbolInfoDouble und normalisieren ihn auf die Anzahl der Stellen für das aktuelle Symbol. Auf ähnliche Weise berechnen wir den Bidpreis. Anschließend erstellen wir eine String-Variable namens Signal, um unser Handelssignal zu speichern. Als nächstes erstellen wir ein Array von MQL-Rates-Strukturen namens PriceArray, um Preisdaten zu speichern. Wir legen fest, dass das Array mit Hilfe von ArraySetAsSeries von der aktuellen Kerze abwärts sortiert wird. Wir füllen das Array mit Hilfe der Funktion CopyRates mit Preisdaten für die letzten 3 Kerzen. Wir berechnen den aktuellen Spread mit Hilfe der Funktion SymbolInfoInteger und speichern ihn in der Variablen CurrentSpread. Wir erstellen eine leere Zeichenfolge namens SpreadFilter, um den SpreadFilter-Status zu speichern. Anschließend prüfen wir, ob der aktuelle Spread über oder unter dem zulässigen Spread liegt. Wenn der aktuelle Spread größer oder gleich MaxSpreadAllowed ist, setzen wir SpreadFilter, um anzuzeigen, dass der Handel nicht zulässig ist. Wenn der aktuelle Spread kleiner oder gleich MaxSpreadAllowed ist, setzen wir SpreadFilter, um anzuzeigen, dass der Handel zulässig ist. Wir analysieren die Preisbewegung, indem wir die Schlusskurse der letzten beiden Kerzen vergleichen. Wenn der Schlusskurs der vorherigen Kerze höher ist als der vorherigen, setzen wir das Signal auf Kaufen. Wenn der Schlusskurs der vorherigen Kerze niedriger ist, setzen wir das Signal auf Verkaufen. Wenn der Handel auf der Grundlage des Spreadfilters erlaubt ist, fahren wir mit der Handelslogik fort. Wenn das Signal Verkaufen lautet und keine offenen Positionen vorhanden sind, führen wir einen Verkaufsauftrag für 0,10 Lots, 10 Mikrolots zum Bidpreis mit einem Stop-Loss-Limit 150 Punkte unter dem Bidpreis aus. Lautet das Signal Kaufen und es gibt keine offenen Positionen, führen wir einen Kaufauftrag für 0,10 Lots, 10 Mikrolots zum Ask-Preis mit einem Stop-Loss von 150 Punkten über dem Ask-Preis aus. Schließlich erstellen wir mit Hilfe der Kommentarfunktion eine Ausgabe in das Chart, um den aktuellen Spread, den zulässigen Spread und den Handelsstatus basierend auf dem Spreadfilter anzuzeigen. Wir drücken F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell war oder Sie nicht verstehen, was der Code alles macht, können Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder sich zuerst eines der Basisvideos ansehen. Wenn die Kompilierung funktioniert, kehren wir zum MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den Expert Advisor aus, den wir gerade erstellt haben, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Mitglied des Premium-Kurses sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail senden. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der auf der Grundlage des Spreads und der Preisbewegung der letzten paar Kerzen mit nur wenigen Zeilen MQL-Code handelt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Okay, ich hoffe, Sie sehen jetzt das System auf Ihrem Chart und dass der Spread begrenzt wird. Wenn das zu schnell für Sie war oder wenn Sie nicht verstehen, was all diese Codezeilen bewirken, dann ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Für den Moment sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.